Der Hund und ich, wir sind heute im Norden von Wales und wir wandeln auf wahrlich legendären Pfaden, denn diese Gegend ist stark mit einer Legende verbunden, die ausschlaggebend dafür ist, dass ein roter Drache die Flagge von Wales ziert. Und während wir hier durch diese wunderschöne Natur spazieren, erzähle ich euch ein bisschen davon. Die Legende spielt im 5. Jahrhundert. Das war die Zeit, als die Römer abgezogen sind und sozusagen ein Machtvakuum hinterlassen haben. Was natürlich Begehrlichkeiten bei anderen Stämmen weckte, wie den germanischen Sachsen, die aus dem Gebiet des heutigen Nordwestdeutschlands kamen. Und es gab damals einen mächtigen keltischen Herrscher mit dem Namen Vortigern. Und dieser floh mit seinen Männern vor den immer weiter vorrückenden Sachsen in den hohen Norden von Wales, in das Gebiet des heutigen Snowdonia Nationalparks, also genau die Gegend, wo wir gerade unterwegs sind. Und er wollte sich auf einem felsigen Hügel eine Hügelfestung errichten. Jedoch fielen wie von Geisterhand die Mauern und Türme, die seine Männer untertags errichtet hatten, über Nacht immer wieder an sich zusammen. Vortigern befragte daraufhin seine weisen Männer. Und die sagten: Schick deine Leute ins Land, auf dass sie einen vaterlosen Knaben finden und opfere diesen. Mit vaterlos ist natürlich jetzt keine alleinerziehende Mutter gemeint, denn in den keltischen Mythen und Geschichten ist es häufig so, dass magische Kinder zumindest einen Elternteil haben, der magischer Natur ist. Und deshalb in dem Sinne vaterlos, weil der Vater nicht von dieser Welt stammt. Und Vortigerns Männer fanden in der Tat diesen Jungen und brachten ihn zu ihrem Anführer. Weise wie der Knabe schon war, erkannte er sofort, wo das Problem lag. Und er sagte zu Vortigern: An der Stelle, wo du deine Burg errichten möchtest, gibt es einen unterirdischen Pool und darin schlafen 2 Drachen. Vortigerns Männer fingen daraufhin zu graben an und schreckten in der Tat 2 Drachen auf, einen roten und einen weißen, die wie wild gegeneinander anfingen zu kämpfen. Myrddin Emrys, so der Name des Knaben, welcher sozusagen der walisische Merlin ist, prophezeite aus dem Drachenkampf, dass der rote Drache die Briten repräsentiert, während der weiße Drache die Sachsen symbolisiert. Und dass die Briten die Sachsen bezwingen werden. Vortigern war natürlich überglücklich, weil A war sein Problem mit dem Burgbau gelöst und B hatte er eine wunderbare Zukunftsprognose erhalten, sodass er den Jungen verschonte und stattdessen seine Festung nach ihm benannte. Denn Dinas Emrys bedeutet nichts anderes als die Stadt Emrys.
Ja, so ganz wahr geworden ist die Prophezeiung dann doch nicht, wenn wir uns so ein bisschen die Geschichte ansehen. Denn die Sachsen und die Angeln, die später unter dem Begriff Angelsachsen zusammengefasst wurden, sind zu einem großen Teil die Vorfahren der modernen Engländer, die sozusagen die dominierende Macht auf der Insel wurden. Aber ich würde sagen, wir nähern uns dem Hügelplateau. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Hier hinten ist so eine Vertiefung, von der ich anfänglich dachte, dass sie der Pool sein könnte, wo der Drachenkampf stattfand. Doch hierbei handelt es sich um die Überreste eines mittelalterlichen Turms, von dem es sein kann, dass er teilweise aus Holz war und in einer kriegerischen Auseinandersetzung niederbrannte. Aber dass dieser Hügel durchaus während des 5. und 6. Jahrhunderts besiedelt war, zeigen Mauerüberreste, die sich hier am westlichen Ende befinden, also genau zu der Zeit, wo die Vortigern-Legende stattfindet. Und was Archäologen wirklich erstaunt hat, war, als sie hier anfingen zu graben, dass sie in der Tat eine mittelalterliche Zisterne, einen Pool sozusagen, gefunden haben, der auch unterhalb dieser Plattform liegt, wo eben die Festung gestanden hat und der Turm war. Von dem her kann man wirklich erahnen, warum die mittelalterlichen Autoren wie Gerald von Wales diesen Ort mit der Legende verbunden haben. Der Hund und ich, wir werden jetzt hier etwas Picknick machen. Aber diesen wunderbaren Ort wollte ich euch natürlich zeigen und euch die Legende erzählen. Und jetzt wisst ihr auch, warum Wales einen roten Drachen in der Flagge hat.